Er lacht wieder. Johnny Somali, der Mann, der schon durch ganz Asien zog, um Menschen mit rassistischen Beleidigungen, Störungen und gezielten Provokationen in Rage zu bringen, hat jetzt ein neues Ziel: die südkoreanische Justiz. Kaum sitzt er unter Anklage, kaum drohen ihm Jahrzehnte Haft, beginnt er, genau die Institutionen zu verhöhnen, die über seine Zukunft entscheiden. In seinen neuesten Posts verspottet er die Staatsanwaltschaft, beschimpft Richter als Clowns und produziert Clips, in denen er sich selbst als unschuldig inszeniert, mit Meme-Sounds unterlegt, Musik drunter, alles live. Als wäre es nur ein weiteres Reality-TV-Experiment. Er zeigt sein Lächeln, als hätte er gewonnen. Aber das Lächeln ist Maske, keine Rüstung. Die südkoreanische Öffentlichkeit ist empört. Der Gerichtssaal war kaum abgekühlt von seinem letzten Auftritt. Da betrat er erneut die Bühne, diesmal digital, in Shorts und Tanktop, während er sich über sein eigenes Verfahren lustig macht. Sie dachten, sie könnten mich brechen, sagt er, während das Gericht ihm ein weiteres Verfahren anhängt. Nicht nur wegen vorheriger Provokationen, sondern jetzt auch wegen direkter Verachtung des Gerichts. Die Anklage ist deutlich: öffentlicher Spott über laufende Ermittlungen, gezielte Diffamierung von Justizbeamten, Verweigerung jeder Reue. Das ist nicht mehr Entertainment. Das ist ein Schlag ins Gesicht jedes rechtsstaatlichen Systems. Wo andere schweigen würden, greift er zur Kamera. Wo andere um Gnade bitten, drückt er auf Livestream starten. Der Richter, der ihn verurteilen soll, wird inzwischen selbst Zielscheibe seiner Clips. Gesichtsfilter, spöttische Spitznamen, KI-generierte Stimmen, die Urteile sarkastisch nachsprechen, alles im Netz. Seine Follower feiern es. Millionen Aufrufe. Digitale Faustschläge gegen reale Autoritäten. Doch das Gericht lacht nicht. Die Staatsanwaltschaft beantragt nicht weniger als 5 Jahre Haft, mindestens. Die Missachtung des Gerichts, sagen sie, sei so massiv, dass eine normale Strafe nicht mehr ausreiche. Und er? Er streamt weiter. Als wäre das Leben nur ein Spiel mit Leveln und Klickzahlen. Aber in Südkorea ist das Ende-Evil anders als bei Kick, Twitch oder TikTok. Hier zählt nicht der Chat. Hier zählt das Urteil. Und diesmal sieht alles danach aus, als würde Johnny Somali nicht mit Views davonkommen, sondern mit Jahren.